Hallo, ich bin Leonie, das ist mein Wallach der Oskar. Wir sind seit 3 Jahren erfolgreich im Turniersport unterwegs, mussten aber leider wegen einer schweren Verletzung nun unsere Turnierkarriere beenden und hatten nun eine 3-monatige Aufbauphase, wo er wieder an Muskeln zugelegt hat. Und jetzt passt unser alter Dressursattel natürlich nicht mehr und hoffen nun, einen neuen Dressursattel zu finden, der auch ordentlich passt. Für Oskar wollen wir aus diesen Sattelmodellen das Passende sowohl für Oskar als auch für die Reiterin aussuchen. Ich habe hier verschiedene Modelle und weiß aus den vorherigen Beratungen mit der Reiterin und Besitzer von Oskar, was wir ungefähr brauchen werden. Baumtechnisch als Beispiel habe ich mal mitgebracht, das sind alles die Standardbäume Kiefer, die für einen Widerrist und eine Schulterlage bei diesem Pferd passen. Das weiß ich aus den vorherigen Beratungen. Nur um das mal zu zeigen, was nicht passen würde, das ist ein Sattel mit 1000, also der Baum heißt 1000 bei der Firma Kiefer. Und den legen wir auch mal drauf. Ich kann dann genau demonstrieren, warum der hier mit dem Baum auf dieses Pferd nie passen würde und wird. Und hier haben wir dann alles, die Standardbäume, hier mit dem Rückschnitt, den jeder so seit längeren Jahren schon kennt. Ich habe für dieses Pferd, weil ich auch weiß, wie sein Rücken ist, habe ich bei all diesen Modellen haben wir das Halbkissen. Also das Sattelkissen ist ein Halbkissen, nur eben mal zum Demonstrieren. Hier vorne endet es bereits hier in dem Bereich. Ergänzend und vielleicht auch noch sehr informativ möchte ich auch noch mal die Sattelgurtung-Systematik so ein bisschen erläutern oder zeigen. In dem Fall ist es eine V-Gurtung mit einer Nagelstrippe versehen. Das ist keine Vorgurtstrippe, das ist eine Nagelstrippe. Kann ersetzt werden, kann weggelassen werden, kann gegebenenfalls auch hier mit eingefügt werden. Das ist dann alles je nachdem, wie der Pferderumpf und die Sattellage individuell ist. Und als Alternative hätten wir dann die herkömmliche Aufhängung 3 Strippen, versetzbar. Im Rahmen dieser Beratung, dieser aktuellen Beratung, lege ich nochmal die Sattellage fest, definiere das nochmal. Aus den vorherigen Aufnahmen ist das bestimmt schon bekannt. Hier haben wir sein Schulterblatt. Wie man sieht, kommt das ziemlich weit nach hinten. Ja. Hier haben wir seine Trapezmuskeln. Die sind im Moment nicht sehr ausgeprägt. Hier in dem Bereich atrophiert etwas. Das ist noch von früher, das ist alles schon bekannt. Das ist jetzt nichts Neues. Drum habe ich bei der Auswahl oder bei der Vorauswahl der Sättel schon vorgedacht. Das erkläre ich jetzt gleich, an was wir da gedacht haben. Hier haben wir seine Gurtlage, auch wieder anatomisch bedingt. Immer da, wo der Brustmuskel eine Mulde macht. Und hier sollte dann auch der Gurt sofort reinfallen. So. Hier haben wir dann wieder den Rippenbogen. Wo fängt er an? Hier außen. So. Hier. So geht's besser. So, wie man sieht, Oskar hat 18 Rippen, ist ein etwas längeres Pferd, hat einen hohen Widerriss, etwas lang auch, rein im Rücken. Hier in etwa sollten wir versuchen, die Einwirkung der Reiterin zu platzieren. In dem Bereich, das wäre, wo die Gesäßknochen der Reiterin einwirken können, sollten. So, wie man sieht, keine komplizierte Sattellage, außer durch den etwas atrophierten Trapezen. Und da haben wir bei der Firma Kiefer eine Lösung, das heißt Drop Panel. Das füllt über das Sattelkissen
das Mankung aus und hört hier dann auch auf und fügt sich dann den Rumpf. Was ich auch bei dem Pferd hier angedacht habe, ist ein Halbkissen. Das heißt, es würde hier aufhören, damit wir vor allem keinen Druck kriegen auf den Latissimus, damit wir dann nicht so diesen Effekt kriegen, dass er nach vorne schiebt. Also das wollte ich alles berücksichtigen und das wollen wir jetzt demonstrieren anhand von den Sätteln. Ein Sattel könnte ich drauflegen, wo man genau sehen kann, warum diesen Typ von Sattel nicht, und alle anderen gucken wir dann mal, wie es fürs Pferd passt, und aus der engeren Wahl würden wir dann schauen, welchen Sattel mit welcher Porsche den Reitstil von Leonie trifft. Das wäre der erste Sattel, das ist der 1000er Sattelbaum. Eigentlich gedacht für Pferde mit einem sehr geraden Rücken und breit, also eher rund. Also das möchte ich jetzt mal demonstrieren. Wir haben hier auch kein Halbkissen. Ja? Man sieht auch, dass die Seitenführung vom Sattelkissen einfach hier zu viel ist für seinen Rumpf. Der hat schon mehr Rumpf, als was er mit dem Sattelkissen hier anfangen kann. Wenn wir das gurten würden, kneifen wir hier diesen Latissimus zusammen und auch, also in der Gurtlinie würde das Klemmen anfangen. Das zweite ist, man sieht sofort, die Gurtlage fällt gar nicht da, wo sie hin soll. Und das sind Sachen, das ist eine Gegebenheit, die kann man nicht ändern. Auch wenn man es möchte, man würde den ganzen Sattel in seine Funktionalität stören. Hier würde man auch sehen können, die Reiterin würde hier sitzen im Sattel, also lass mal sagen, wenn er angegurtet wäre, sie sitzt hier in dem letzten Bereich. Also das ist schon ziemlich zurück, wenn man dann noch daran denken soll, dass Leonie in der Proportion sehr lange Oberschenkel hat. Es würde ihr immer noch mehr nach hinten schieben. Und dann würden wir hier zu viel Druck ausüben. Unter den Sattel beim Reiten. Und das wäre für Oskar absolut nicht ideal. So, bei diesem Sattel jetzt kann man schön sehen, das ist jetzt so ein Halbkissen. Das ist ein Sattel, heißt Monoblatt. Mit anderen Wörtern, die Reiterin wäre sehr nah am Pferd, Close Contact. Hier haben wir auch eine V-Gurtung, der ist aber versteckt im Sattelblatt, der geht hier und dann da runter. Wie man auch sehen kann, der fällt eigentlich sofort in die Gurtlage. Das wäre dann schon mal die engere Wahl. Womit wir jetzt Rechnung halten müssen, ist, Reiterin sitzt hier. Wir haben bei dem Sattel eine sehr steile Porsche, eine sehr gerade nach unten laufende. Und jetzt würde mich das sehr interessieren, wie Leonie auf diesen Sattel zurechtkommt mit dieser Form von Porsche. Das wollen wir jetzt gerade mal probieren. Dann wollen wir mal gucken, wie kommst du klar, also wenn man jetzt hier mal guckt, da sieht man schon, dass die Reiterin über den Porschen kommt, schon im Stand. Das konnte man auch sehen im Trab. Und also von der Sitzposition wäre das eigentlich nicht verkehrt, aber hier haben wir das Problem in dieser Kombination. Oder, Leonie? Ja. Jetzt, ja. Und auch in der Trabtour, was war da? Beim Leichttraben hast du die gespürt, kam dein Knie noch weiter drüber? Ja, ich denke ja. Genau, ja. Okay, also diesen Sattel, obwohl er fürs Pferd passen würde, käme nicht in Frage. Wie man auf die Aufnahmen sehen kann, kommt unsere Reiterin mit dieser Art von Porschen viel besser zurecht. Das Knie liegt ruhiger, wird nicht geöffnet.
und auch über diesen eher flachen Sitz vermute ich, dass ihr das besser taugt als der vorherige Sattel mit den steilen Pauschen, den langen senkrechten nach unten. Ja, also ich kann jetzt viel besser mein Bein hier hinlegen, weil ich habe hier noch ein bisschen Platz an der Pausche. Und es drückt nicht so, also es ist viel angenehmer und auch der Sitz ist nicht so hart. Hast du das Gefühl, dass du hier durch das flache Efter und den flachen Sitz eben, dass du hier absolut frei bewegen kannst, mitschwingen kannst? Ja. Okay. Also wenn du jetzt dann aus dem Springmodus raus bist und könntest deine Beine ein Loch oder zwei länger lassen, dann würde es immer noch gehen. Ja. Okay. Und was ich hier sehen kann, ist auch, dass du bei dem Sattel auch das Problem nicht hast, dass die Knie so nach außen kommen, weil wir hier darauf geachtet haben, dass wir das halbe Kissen haben. Sie ist näher am Pferd und durch die anatomische Form von seinem Rumpf wäre alles, was hier noch drin wäre, als Seitenführung vom Sattelkissen zu viel. So, bei diesem Sattel hier handelt es sich um einen Prototyp von Kiefer, den haben wir jetzt seit heute. In der Entwicklung haben wir hier Acht gegeben darauf, dass dieser Sattel diese schräg nach vorne Pauschen hat, die sehr weich sind. Also wenn die Reiterin jemals dahin käme, die geben auch etwas nach. Was der Sattel hier jetzt auch hat, ist wieder das halbe Kissen. Was er auch hat, ist die V-Gurtung. Das haben wir vorher schon gesehen bei der Vorstellung der Sättel. Was wir auch sehen können, ist, dass das Sattelkissen hinten im hinteren Bereich, die Winkelung der Sattelkissen auch wieder sehr schön die Winkelung vom Pferderücken mitnimmt. Und ich möchte auch noch mal wieder betonen, der Sattel ist von der Stange, also nicht angepasst, gar nichts. Was man hier sieht, ist, dass er für dieses Pferd im Moment vielleicht noch ein bisschen zu breit ist und sich beim Reiten natürlich gesetzt hat. Wenn wir den Sattel anpassen würden per Equiscan, dann würden wir darauf Acht geben, dass wir in jedem Fall mehr Füllung reinkriegen und dementsprechend den Sattel dann perfekt in die Lage kriegen. Was wir hier auch sehr schön sehen können, ist, dass der Sattel die Reiterin eigentlich sofort im Lot platziert. Hier sieht man wunderbar, wie die Mittelpositur total locker ist. Der Sattel ermöglicht dich das Mitschwingen im Sattel, die Bewegung vom Pferd mitzunehmen. Du sitzt viel aufrechter auf einmal und die Ferse wird schön durchgestreckt, schön lang gelassen. Wie geht's dir dabei? Sehr gut. Ja, okay. Wie schon erwähnt, das ist jetzt wirklich die letzte Neuentwicklung von der Firma Kiefer in Richtung Dressursättel. Ein sehr Close Contact Sattel, Pauschen schräg nach vorne, lassen sehr viel Spielraum für ein gut anliegendes, angewinkeltes Bein. Eine Pausche, die den Oberschenkel begleitet und nicht fixiert oder stört. Ein Halbkissen vorne, wie wir gesehen haben. Auch wenn der Sattel jetzt noch nicht angepasst ist an dem Pferd, wie man sehen konnte. Das Pferd fühlt sich wohl, man sehe den Schaum vorne. Die Reiterin fühlt sich wohl, alles lächelt.